Willkommen zu meinem Kanal. Heute hören wir die Geschichte Die verlorenen Schlüssel. Viel Spaß beim Zuhören. Die verlorenen Schlüssel. Anna ist eine Studentin. Sie wohnt in einer kleinen Wohnung in der Stadt. Jeden Morgen steht sie um 7 Uhr auf. Sie duscht, zieht sich an und frühstückt. Danach packt sie ihre Tasche für die Uni. Aber heute ist etwas anders. Als Anna ihre Tasche packen will, kann sie ihre Schlüssel nicht finden. Sie hat sie gestern benutzt, als sie nach Hause kam. Aber jetzt sind sie nicht in ihrer Tasche. Anna hat in ihrer Wohnung gesucht. Sie hat im Wohnzimmer auf dem Sofa geschaut, in der Küche auf dem Tisch und im Schlafzimmer auf dem Nachttisch. Aber die Schlüssel waren nirgendwo zu sehen. Sie hat gedacht, wo habe ich sie zuletzt gehabt? Ah, gestern in der Bibliothek. Ich habe mit Lisa gelernt. Anna hat Lisa angerufen. Hallo Lisa, hast du meine Schlüssel gesehen? Lisa hat geantwortet: Nein, aber vielleicht hast du sie in der Bibliothek liegen lassen. Anna hat sich entschieden, zur Bibliothek zu gehen. Draußen war es sonnig, aber ein bisschen windig. Sie ist zur Bushaltestelle gelaufen. Am Bushaltestelle hat sie gewartet. Der Bus kam pünktlich. Anna ist eingestiegen und hat sich gesetzt. Im Bus hat sie aus dem Fenster geschaut. Sie hat die Häuser und die Menschen auf der Straße gesehen. Nach 10 Minuten ist sie an der Bibliothek ausgestiegen. Sie ist ins Gebäude gegangen und hat die Bibliothekarin am Empfang gesehen. Entschuldigung, hat Anna gesagt. Haben Sie Schlüssel gefunden? Ich habe meine gestern hier verloren. Die Bibliothekarin hat gefragt, wie sehen die Schlüssel aus? Anna hat geantwortet, sie sind klein mit einem blauen Anhänger. Die Bibliothekarin hat in einer Schublade geschaut und die Schlüssel herausgeholt. Sind das Ihre? Anna hat sich sehr gefreut. Ja, das sind sie. Vielen Dank. Die Bibliothekarin hat gesagt, Bitte schön, seien Sie vorsichtig mit Ihren Sachen. Anna hat die Bibliothek verlassen und ist zurück zur Bushaltestelle gegangen. Sie hat den Bus nach Hause genommen. Zu Hause hat sie die Schlüssel an einen Haken gehängt, damit sie nicht wieder verliert. Sie hat gedacht, das war ein Abenteuer. Ich muss besser aufpassen. Wir haben die Geschichte Die verlorenen Schlüssel gehört. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, denken Sie bitte daran, meinen Kanal zu abonnieren und ein Like zu hinterlassen. Bevor wir zu den Fragen übergehen, können Sie das Video zurückspulen und die Geschichte noch einmal anhören, wenn Sie möchten. Dann, los geht! Wo hat Anna zuerst nach den Schlüsseln gesucht? A. In der Bibliothek. B. In ihrer Tasche. C. In der Uni. D. Bei Lisa. Richtige Antwort. B. In ihrer Tasche. Als Anna ihre Tasche packen will, kann sie ihre Schlüssel nicht finden. Wen hat Anna angerufen, um nach den Schlüsseln zu fragen? A. Ihre Mutter. B. Ihren Lehrer. C. Ihre Freundin Lisa. D. Den Busfahrer. Richtige Antwort. C. Ihre Freundin Lisa. Anna hat Lisa angerufen. Hallo Lisa, hast du meine Schlüssel gesehen? Wie ist Anna zur Bibliothek gefahren? A. Mit dem Auto. B. Mit dem Fahrrad. C. Zu Fuß. D. Mit dem Bus. Richtige Antwort. D. Mit dem Bus. Sie ist zur Bushaltestelle gelaufen. Am Bushaltestelle hat sie gewartet. Der Bus kam pünktlich. Anna ist eingestiegen und hat sich gesetzt. Was hat die Bibliothekarin gefragt, als Anna nach den Schlüsseln fragte?
A. Wie sehen die Schlüssel aus? B. Wann haben Sie die Schlüssel verloren? C. Haben Sie einen Ausweis? D. Möchten Sie ein Buch ausleihen? Richtige Antwort. A. Wie sehen die Schlüssel aus? Ich habe meine gestern hier verloren. Die Bibliothekarin hat gefragt, wie sehen die Schlüssel aus? Anna hat geantwortet. Was hat Anna getan, als sie nach Hause kam? A. Sie hat gegessen. B. Sie hat die Schlüssel an einen Haken gehängt. C. Sie hat ferngesehen. D. Sie hat geschlafen. Richtige Antwort. B. Sie hat die Schlüssel an einen Haken gehängt. Sie hat den Bus nach Hause genommen. Zu Hause hat sie die Schlüssel an einen Haken gehängt, damit sie nicht wieder verliert. Liebe Zuschauer, zuerst möchte ich euch für eure Mühe beim Deutschlernen gratulieren. Es ist nicht einfach, aber euer Einsatz ist wirklich toll. Vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Dieser kleine Support hilft mir, euch in eurem Deutschlernabenteuer mit nützlichen Inhalten zu unterstützen und weiter an eurer Seite zu sein. Bis zum nächsten Mal.